Die alten Meister wie Dürer, Rembrandt oder Da Vinci hatten bei weitem nicht die Fülle von Zeichenmedien, wie sie uns heute zur Verfügung stehen. Trotzdem, aber vielleicht eben auch gerade deswegen, haben sie uns Zeichnungen von großer Ausdruckskraft hinterlassen, die wir uns auch heute noch zum Vorbild nehmen können. Ich möchte euch heute zeigen, wie man nur mit Rohrfeder, Pinsel und Tusche auch aus schnellen Skizzen richtig dekorative Zeichnungen machen kann. Herzlich willkommen auf dem Wunderhof und bei einer neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Für alle, die zum ersten Mal hier sind, mein Name ist Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind meine zwei kleinen Assistenten, die mich immer daran erinnern, Dinge möglichst einfach zu erklären. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam an, wie das alles funktioniert. Schauen wir uns wie immer zuerst das Material an, das ich benutzen werde. Ich werde euch 3 verschiedene Beispiele machen, und zwar auf verschiedenen farbigen Papieren. Und ich habe eben da einen Block mit relativ starken Zeichenkarton. Das ist sinnvoll, wenn man das benutzt, weil ich dann eben auch mit dem Pinsel arbeiten werde und mit Wasser arbeiten werde. Und da ist so dünnes Zeichenpapier nicht so wahnsinnig gut geeignet. Dann habe ich als grundsätzliches Zeichenmaterial eine Rohrfeder. Ich halte euch die mal ein bisschen zur Kamera hoch. So schaut die aus. Die wird normalerweise aus Schilfrohr oder aus Bambusrohr gemacht. Früher hat man natürlich auch Federkiele genommen oder hat irgendwelche anderen starken Gräser genommen. Dann habe ich als Pinsel so ein bisschen einen länglichen Pinsel mit so langen Haaren, weil man mit dem halt auch sehr schön zeichnen kann. Wenn ihr den nicht habt, das macht nichts, da könnt ihr auch irgendeinen anderen feinen Pinsel nehmen. Die alten Meister hatten natürlich alle Pinsel aus Tierhaar. Das benutze ich jetzt aus Tierschutzgründen nicht. Dann habe ich mir 3 verschiedene Tuschen hergestellt. Und zwar eine Sepia-Tusche. Das ist so der typische Farbton gewesen, den man eben aus den Tintenblasen von Tintenfischen gewonnen hat. Das ist so ein bräunlicher Farbton. Dann habe ich schwarze Tusche. Schwarze Tusche wurde mit Ruß hergestellt, war auch so die am häufigsten verbreitete Farbe. Und dann habe ich noch eine moderne Tusche, nämlich Blau, weil ich finde, man kann das auch auf unsere Zeit übertragen, wenn man auch unsere modernen Medien natürlich jetzt benutzt. Genau, der Unterschied zwischen Tusche und Tinte ist fließend. Wir verstehen üblicherweise heute unter Tusche meistens wasserfeste Tinte, also den Farbstoff, den man eben benutzt. Der wird dann mit irgendeinem Bindemittel wie Acrylharz oder ja, früher hat man Schellack genommen, wird das Wasser unlöslich gemacht, während die Tinte, die man auch in der Schule zum Beispiel benutzt, meistens wasserlöslich ist. Das Einzige, was genormt ist, das ist eben, wenn es Zeichentusche heißt, dann muss es normalerweise wasserfest sein. Und ich habe jetzt alle 3 wasserfeste Tuschen genommen, weil es halt zum Zeichnen einfacher ist. Ja, und dann fange ich jetzt gleich mit dem ersten Motiv an. Und zwar nehme ich jetzt die sepiafarbene Tusche, gebe mir so ein bisschen was in den Deckel rein. Und ich werde jetzt so ein typisch altmeisterliches Stillleben machen. Auch natürlich wieder mit modernen Motiven. Es muss jetzt nicht unbedingt ausschauen wie früher, weil ja nichts dagegen spricht, dass man mit diesen altmeisterlichen Techniken, dass man eben da auch moderne Sachen darstellt. Ich fange mit dem Kürbis an und ich tauche halt jetzt ganz normal meine Rohrfeder in diese Tusche ein. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, dass die sehr ungleichmäßige Striche macht. Und das ist eben dann das, was uns hinterher so diese ausdrucksstarke Zeichnung beschert. Dass man da eben nicht so feine, gleichmäßige Striche hat, wie wir das von unseren fertigen Tuschestiften heute kennen. Ich lasse das mal so ein bisschen drüber rausschauen. Sondern dass man da halt ständig eintauchen muss und dass eben dann so ganz dick die Farbe wird. Und je länger, dass man dann damit zeichnet, desto dünner werden dann die Striche.
Ups, das sollte nicht passieren. Das lösen wir hinterher mit dem Pinsel auf. Nicht so schlimm. Das ist natürlich der Nachteil bei wasserfester Tusche, dass man die nicht korrigieren kann. So, ich lege jetzt nur mein Grundgerüst an, meine 2 Zwiebeln. Und bei dem Stil ist es auch völlig in Ordnung, wenn man sehr flüchtig bleibt, ne? Also sehr skizzenhaft. Und es muss auch jetzt nicht unbedingt ausschauen wie das echte Vorbild, sondern da könnt ihr ruhig irgendwas erfinden oder das Ganze halt verändern, nicht so wichtig. Und ihr merkt schon, dass die Tusche relativ schwer von der Rohrfeder runtergeht, ne? Dass man also für diese feinen Striche braucht man unheimlich viel Geduld. Und um das Ganze dann trotzdem interessanter zu gestalten, ne, wenn man jetzt dann sich nicht so viel Mühe geben macht, kann man jetzt auch mit Punkten und Linien spielen. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel da in den Schattenbereichen könnt ihr mit Punkten arbeiten, um das Ganze so ein bisschen interessanter zu gestalten. Oder in der Flasche. Oder vielleicht auch so mit unterschiedlich kurzen oder länglichen Strichen das Ganze ein bisschen interessanter gestalten. Wenn ihr mal Van Gogh googelt und seine Rohrfederzeichnungen euch anschaut, das sind wirklich, wirklich Meisterwerke an Abwechslung eben zwischen Punkt und Linie. Der Kürbis hat sowieso so ein bisschen so Warzen drin oder so Verletzungen. Das ist eh ganz schön zu gestalten. Und auf den Zwiebeln kann man vielleicht auch so Zwiebelschalen andeuten. Und wenn dann die grobe Vorzeichnung so steht, dann nehme ich jetzt den Pinsel. Und die Tusche ist ja noch überall nass. Und dann gehe ich jetzt einfach ganz vorsichtig so mit dem Pinsel drüber, mit dem Wasser und kriege wunderschöne, zarte Lavierungen. Und da merkt ihr schon, ne, wo der Strich schon trocken ist, der bleibt dann stehen. Und ich löse jetzt eigentlich nur diese feuchten Stellen an und kriege eine ganz tolle Licht- und Schattenwirkung. Und wenn ich möchte, kann ich jetzt mit dem Pinsel noch irgendwelche Details zeichnen, die mir halt vielleicht wichtig sind. Weil das geht halt mit dem Pinsel besser als mit der Rohrfeder. Das wird feiner, wird aber vom Strich her nicht ganz so energisch. Also das müsst ihr euch halt dann überlegen, was euch dann besser gefällt. Und schon ist mein erstes Beispiel fertig. So, für das zweite Beispiel, da mache ich jetzt diesen alten Holunderbusch. Da habe ich mir jetzt schwarze Tusche in meinen Behälter gegeben. Und das funktioniert halt wieder genauso, wie wir es gerade schon gemacht haben. Und was halt an diesen Strichen echt so attraktiv ist, das ist, dass die sehr klar und sehr deutlich werden und aber durch dieses Unregelmäßige eben auch so
ja, diese Zweige, die so in alle Richtungen gehen, die das halt einfach so ein bisschen unterstützt, ne, dass das natürlich ausschaut. Ich halte mich da jetzt nicht ganz dran. Es soll ja wieder bloß so ungefähr eine Gedankenstütze sein, wie das ausschauen könnte. So, und beim Gestalten könnt ihr jetzt so verschiedene Tricks anwenden, die ihr vielleicht schon gelernt habt bei früheren Videos. Also gerade jetzt bei Bäumen ist halt immer so interessant, wie man durch so Halbrundungen, wie man so die Illusion erzeugen kann, dass Dinge sich nach vorne oder nach hinten neigen. Und ich mache jetzt mal, dass der sich so ein bisschen nach hinten neigen soll. Und da kann man dann, wenn man die Rinde gestaltet, natürlich auch wieder ganz viel mit diesen Punkten arbeiten, weil das halt so dieses Bemooste von den alten Bäumen so schön ausdrückt. Und auch hier kann man dann mit dem Pinsel arbeiten, mache ich jetzt gleich. Ich will es jetzt auch gar nicht so ausführlich gestalten, sondern eben immer nur so ein bisschen andeuten, weil weil es tatsächlich so ist bei solchen Zeichnungen, je mehr man die ausführt, desto unübersichtlicher werden die und dann nimmt man ihnen halt auch die Wirkung, weil die wirklich von diesen starken Strichen, von diesen unregelmäßigen, da leben die. Ich nehme jetzt mal gleich den Pinsel, solange das noch feucht ist und mache es halt jetzt wie gerade bei dem Stillleben. Ich mache auf der einen Seite mache ich das Ganze ein bisschen dunkler, ne, dass man so das Gefühl hat, das Licht kommt jetzt von hier. Und dann nehme ich eben gleich das, was ich schon habe, auf mein Blatt und verdünne es einfach mit Wasser. Und bei diesen sehr dunklen Arbeiten, wenn ihr Lust habt oder wenn es euch gefällt, könnt ihr da jetzt entweder mit weißer Gouache drauf gehen oder aber ihr könnt auch weiße Pastellstifte oder so weiße Kreidestifte benutzen und könnt an ein paar Stellen, ich muss jetzt bloß nicht, dass ich es nicht verschmiere, könnt an ein paar Stellen dann noch Lichter setzen. Sodass man eine richtig schöne Hell-Dunkel-Wirkung bekommt. Für das dritte Beispiel habe ich mir überlegt, dass ich das Ganze ein bisschen moderner auffassen möchte, indem ich eben jetzt blaue Tusche nehme. Und ich habe mir als Motiv trotzdem wieder was Altes rausgesucht, und zwar dieses Tor, das ist in Amberg. Am Landratsamt ist das so eine Seiteneingangstür und ich finde die auch ganz schön, weil man die so, ja, wieder so dekorativ gestalten kann mit diesen unterschiedlich starken Strichen. Und wieder hier kommt es jetzt wirklich nicht unbedingt darauf an, dass das jetzt genau exakt so ausschaut wie das Vorbild, sondern dass man eben das Vorbild dazu nutzt, dass man eine interessante Gestaltung macht. Und da können eben diese Muster außenrum, ne, die müssen jetzt nicht unbedingt so ausschauen, wie das am tatsächlichen Tor ist, sondern die wollen wir einfach nur so ein bisschen andeuten und wieder mit Punkt und Strich interessant gestalten.
Und auch das lasse ich jetzt so mehr oder minder unvollendet stehen und lasse einfach diese abwechslungsreichen Pinselstriche und Striche von der Rohrfeder so ihre eigene Sprache sprechen. Ja, und damit ihr seht, dass man das Ganze tatsächlich auch ganz dekorativ aufhängen kann, zeige ich euch die 3 Sachen jetzt nochmal in einem Passepartout. Das ist das Stillleben. Und obwohl das wirklich schnell gegangen ist und das vielleicht da so ein bisschen unordentlich ausschaut, hat es trotzdem ganz viel Ausdruck, weil es eben so eine schöne Licht- und Schattenwirkung hat. Dann das nächste war unser Baum, den ich jetzt noch ein bisschen mit Weiß gehöht habe. Könnt ihr natürlich auch, wenn ihr möchtet, mit Acrylfarbe noch sehr viel deutlicher machen. Und das ist jetzt zum Beispiel was, das würde ich auch so in eine moderne Wohnung, wo sehr viel Weiß und Schwarz ist, da würde das super reinpassen, vielleicht dann mit einem schwarzen Rahmen oder Silber- und Schwarzrahmen, damit das eben nur ein bisschen besser zur Geltung kommt. Aber da wird es auf jeden Fall auch sehr gut ausschauen. Und das letzte ist eben so das mit der blauen Farbe, das so ein bisschen moderner aussieht. Auch das ist was, das kann man eigentlich fast in jeder Einrichtung sehen, aber tendenziell würde ich das auch mehr so in eine moderne Einrichtung geben. Das Einzige, wo ich sage, das ist so eine Landhausstimmung, das wäre das Stillleben mit der Sepia-Farbe. Aber was sich jemand in die Wohnung hängt, ist natürlich immer ganz individuelle Geschmackssache. Da gibt es auch keine Regeln, da muss man einfach das an die Wand hängen, was einem halt gefällt. Und damit bin ich schon am Ende angelangt von diesem Video. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten und freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis bald!